Die V-Waffenproduktion im Eulengebirge. Wenn man nach der V2 vor der Stollenanlage und der V1 in der Stollenanlage geht, dann ist das hier geplant gewesen. Hat das Dritte Reich inmitten des totalen Krieges hier eine riesige unterirdische Fabrik für die gefürchtete Vergeltungswaffe mit Flüssigkeitstriebwerk gebaut? Oder sollte hier das neue Führerhauptquartier und neuer Sitz für das Oberkommando des Heeres, Oberkommando der Luftwaffe, Reichsaußenminister und Reichsführer SS entstehen? Ist hier wirklich der Goldzug versteckt, welcher seit 1945 in Waldenburg spurlos verschwand? Bis heute können diese Fragen nicht eindeutig geklärt werden. Hier ruht eines der letzten Geheimnisse des Dritten Reiches: die V-Waffenproduktion. Ist dieses Stollensystem Dorfbach wirklich in der Lage gewesen, diese hochmodernen Waffen zu produzieren? Verfügen die Stollen und Hallen wirklich über die nötige Größe, um diese Waffen hier zu fertigen oder gar zu montieren? Ist hier vielleicht der ganze Beton verbaut, von dem Albert Speer in seinen Memoiren sprach? Sollte diese Anlage wirklich genutzt werden, um den Verlauf des Krieges zu verändern oder gar das Kriegsglück wieder auf deutsche Seite zu ziehen? Namhafte Reportagen und Dokumentationen behaupten das. Ich schaue mich vor Ort um, vergleiche diese Anlage mit ähnlichen Bauvorhaben und verschaffe mir ein eigenes Bild über das Projekt Riese. Folgt mir auf eine Dokumentation zu den letzten Geheimnissen des Dritten Reiches. Der Komplex Dorfbach des Projekt Riese befindet sich zwischen Dorfbach, dem heutigen Retschka, und Wüsten-Waltersdorf, dem heutigen Walim. Die Stollenanlage besteht aus zwei Stollen, die untereinander verbunden sind. Zwei Hallen, die ebenfalls verbunden sind. Halle 1 ist fertig ausgebaut und verfügt über zwei Ebenen, wobei die obere Ebene der Versorgung dient. Halle 2 befindet sich im Rohbau. Die Stollenanlage verfügt über 3 Eingänge und eine Verteidigungsstellung im Eingangsbereich von Stollen 1, die bereits fertig ausgebaut ist und ebenfalls über 2 Ebenen verfügt. Ein kleiner Stollen geht von Eingang 1 ab und hat eine Verbindung zur Halle 1. Dort befindet sich ein Schacht, welcher in die Tiefe führt. Dieser ist aber geflutet und alle Versuche, diesen leer zu pumpen, schlugen fehl. Bis heute weiß man nicht, wo dieser Schacht hinführt. 2 der Stollen weisen Verbrüche auf, sodass Eingang Nummer 3 von der restlichen Anlage abgetrennt ist. Zudem soll sich hier ein Luftschacht nach oben befinden, welcher durch die Verbrüche verdeckt wird. Die Anlage hat eine Größe von 2500 Quadratmetern und ein Volumen von 14.000 Kubikmetern. Die Stollen sind touristisch erschlossen und können besichtigt werden. Vor der Stollenanlage befindet sich ein Nachbau einer V2 und im Stollen ein Nachbau einer V1. Somit wird der Eindruck vermittelt, dass diese Waffen hier gefertigt werden sollten. Entspricht das der Wahrheit oder ist es ein gezielter Touristenmagnet, der diese Stollen interessant wirken lassen soll? Ich finde es heraus. Jim Droppere und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klappspaten TV. Wir sind wieder im Untergrund, das ist immer noch Projekt Riese. Wir gucken uns jetzt die nächste Stollenanlage an, die auch angefangen wurde zu bauen, ist aber auch nie wirklich fertiggestellt. Wir erkunden das Ganze einfach mal. Diese Anlage ist die kleinste der touristisch erschlossenen Anlagen des Projekt Riese. Finde ich hier einen Teil der angeblich riesigen Mengen Beton, die hier verbaut wurden? Ist er dafür genutzt, um hier eine unterirdische V-Waffenfabrik zu errichten? So, jetzt kommen wir in den Bereich, hier war der Wachposten bzw. Nahverteidigung. Falls hätten feindliche Kräfte wären hier eingedrungen, hätte man das hier tatsächlich versucht mit Maschinengewehren zu halten, ne, dass der Feind das nicht nimmt. Das ist noch ein MG42. Offensichtlich liegt das schon länger hier. Und der Teil der Anlage war tatsächlich schon so fertiggestellt worden. Dieser Teil der Anlage ist mit starken Betonausbauten versehen, um die Verteidigung der Anlage sicherzustellen. Über dem Wachraum soll sich ein Belüftungsstollen befinden. Genaueres zu diesem Stollen weiß man allerdings nicht. Relativ groß, Stahlbeton und es ist doppelstöckig. Ja, also oben ist auch nochmal was. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Über ein Abo von euch würde ich mich sehr freuen und um nichts mehr zu verpassen, aktiviert das Glöckchen. Bei Fragen zu meiner Ausrüstung schaut in die Videobeschreibung. Wollt ihr einen Patch haben, dann schreibt mir eine E-Mail unter info@klappspatentv.de. Und hier haben wir nochmal den Übersichtsplan, wo die Projekte von Riese tatsächlich alle waren, wo hier damals gebaut wurde. Und das ist alles noch Krempel, was man halt hier unten gefunden, so sagt man. Ne? Da wird wahrscheinlich auch viel bei sein, was man halt hier für die Touristen tatsächlich
reingebracht hat. Auch hier finden sich Waffen und Ausrüstung der Wehrmacht wieder. Da in diesen Stollen keine Kämpfe stattgefunden haben, da sie vor Eintreffen der Roten Armee aufgegeben wurden, ist ein Auffinden von Waffen eher unwahrscheinlich, da sich die Wehrmacht auf dem Rückzug befand und Waffen und Ausrüstung nicht einfach zurückgelassen wurden, da sie weiter Verwendung fanden. Die Helme gleich im Bild sind sowjetische Helme und wurden für touristische Zwecke dort hineingelegt. Jetzt gehen wir mal zu dem Maschinengewehrstand für die Verteidigung. Klein gebaut für Druckwellen, wenn hier irgendwas einschlägt. Und hier war das Maschinengewehr. Ob es sich um ein originales MG42 oder ein MG53 handelt, ist fraglich. Ja, das ist halt gut verrostet. Ja, das ist russisch, das ist nicht original, das ist von einem russischen KGK-Maschinengewehr oder sowas. Und das wird ein 42er sein, aber man kann nichts mehr lesen. Hier ist noch irgendein Komplex, ist auch mit Stahlbeton ausgebaut. Hier war man schon deutlich weiter, hier hat man schon Stahlbeton eingezogen. Man erkennt hier noch die Originalverschalung, die hier damals drin war. Verlassen wir den Wachraum und gehen weiter zur Halle 1. Und diesen doppelstöckigen Verbindungsgang führt zur Halle Nummer 2. Hier ging das doppelstöckig weiter. Einmal oben, einmal unten. So, jetzt sind wir in dem Bereich, der für die Führungen unzugänglich ist. Dies ist die größte, aber noch nicht fertiggestellte Halle. 80 Meter lang und ca. 10 Meter hoch. Ob hier tatsächlich Teile der V-Waffen produziert werden sollten, ist fraglich. Vergleichen wir Anlagen, die erwiesenermaßen für die Produktion von V-Waffen dienten. Schauen wir uns zum Vergleich die Mittelwerk GmbH, besser bekannt unter dem Namen des Konzentrationslagers Mittelbau Dora, an. Einem unterirdischen Industriekomplex. Die beiden Hauptstollen hatten eine Länge von 1,8 Kilometern, eine Höhe von 30 Metern und sind durch 43 Querstollen untereinander verbunden. Ein Stück Stahlbeton, Fels wieder Stahlbeton. Wir könnten es vergleichen mit einer Kathedrale, also von der Höhe her, von der Akustik hier drin etc. Bei Ausmaße von dieser Anlage tatsächlich, also da ist ein riesengroßer Verbruch. So, wir sind jetzt an der obersten Stelle des Verbruches und das hier nach oben, das ist Kirchturm hoch. Wir sind jetzt ungefähr auf dem Level, wo die Kamera steht, wie die Decke, die Deckenhöhe. Und das hier ist mit einmal alles runtergekommen. So, und wenn wir mal nach da leuchten, guck, sieht man die Größe? Ganz schwer. Die hier auf dem Bild- und Videomaterial gezeigte Anlage hat gegen Ende des Krieges als Untergrundverlagerung gedient. Hier wurden Teile für Panzer und Fahrzeuge gefertigt, Kraftstoff raffiniert und gelagert. Und hierher sollte das Geheimwaffenprogramm unter Leitung von SS-Obergruppenführer Hans Kammler verlegt werden. Hier sollte auch die Interkontinentalrakete vom Typ Aggregat A8 gefertigt werden, die durch das Kriegsende aber nie verwirklicht wurde. Die Hallen besitzen eine Höhe von 10 bis 30 Metern und sind um ein Vielfaches länger als die des Projekt Riese. So, hier war der Ausbau auch schon weiter fortgeschritten. Man sieht schon, oben wurde schon eine Decke eingezogen für die zweite Etage. Und überall gingen natürlich wieder Verbindungsstollen ab. Und ich schleiche mich mal hier durch. Das war da, wo die auch eine Halle, da steht jetzt eine nachgebaute V1. Hier ist besagter Schacht, der in die Tiefe führt. Wie bereits erwähnt, schlugen alle Versuche, diesen leer zu pumpen, fehl. Ob sich hier ein Zugang zu einer weitaus größeren Anlage verbirgt oder ob sich hier gar der Goldzug befindet, bleibt auch lange nach dem Kriege unklar. Laut unserem Führer soll der Schacht angeblich nicht tiefer sein. Der Schacht nach unten geht noch tiefer, andere Ebene oder was ist? Nee, es ist nicht tiefer. Warum genau hier ein Schacht ist, gibt weitere Rätsel auf. Jetzt verlassen wir Halle 1 und bewegen uns Richtung Verbrüche und Ausgang 2. Dieser Teil der Anlage ist recht groß dimensioniert und teilweise ausgebaut.
Um diesen Teil für Touristen zugänglich zu machen, hat man eine Treppe, die über ein Stahldach verfügt, installiert, um über den Verbruch, der sich im hinteren Teil der Anlage befindet, hinwegzukommen und einen Blick auf die im Rohbau befindliche Halle zu erhalten. Die Originalverschalung der Hallendecke ist noch vorhanden. Hier erkennt man das Moniereisen für die zweite Ebene, wo die Decke hätte eingezogen werden sollen. Aber ist natürlich auch nicht fertig geworden. Das ist nochmal die große Halle, wo wir gerade waren, von unten, wo wir daran sind, und jetzt ist das von oben gesehen. Der Blick auf den Verbruch. Die Holzabstützung ist nachträglich installiert worden. Hier soll sich ein weiterer Luftschacht an die Oberfläche befinden. Wir mussten die Anlage über Eingang 2 verlassen, um in den Bereich hinter den Verbrüchen zu gelangen. Hier wurde bereits damit begonnen, einen Stollen aufzufahren, der wahrscheinlich ein weiterer Wachraum werden sollte. Freunde, da standen wir eben unten. Ich bin jetzt einfach mal hier überstiegen und habe mir das hier angeguckt. Also hier sollte die Anlage weiter in den Berg getrieben werden. Man hat auch schon gut begonnen. Ja, man hat hier viel dickere Löcher gemeißelt für Sprengstoff. Teilweise befindet sich noch Sprengstoff in den Bohrlöchern. So, hier soll ein Durchbruch zu dem nächsten Stollen sein und hinter dem Verbruch geht ein Stollen bzw. ein Schacht nach oben, Wetterschacht für Luft, für Material. Das weiß man nicht genau, das konnte man uns auch nicht beantworten. Aber hier hat man schon relativ groß was aufgefahren. Die Werkzeuge, die hier drin stehen, das ist teilweise original, teilweise auch nicht und wurde dann halt hier reingekarrt für die Touristen. Ich schaue mir eine alte Kaserne an, wo sich ein interessantes Bauwerk befindet. Eine Pyramide mitten im Wald. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr nächste Woche. In den Mölkewerken sollte die Hoch- und Höchsttechnologie erprobt worden sein. Starteten von hier aus Reißflugscheiben oder wurde hier gar die Glocke zum Schweben gebracht? Laut Betreiber der Anlage hat das hier stattgefunden. Finden wir gemeinsam heraus, was Fiktion und Wirklichkeit ist.